Welche Änderungen und neuen Gesetze gibt es in diesem Monat? Was hat das mit den Rentnern zu tun? Was die zwischen 1953 und 1958 Geborenen unbedingt in diesem Monat noch beachten müssen, erfahrt ihr am Ende des Videos. Heute erkläre ich 12 wichtige Änderungen, obwohl es natürlich noch mehr gibt. Aber diese 12 Änderungen können im Prinzip auch alle Rentner betreffen. Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Jutta Martin, ich bin selbst Rentnerin und ich berichte über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Bevor ich zum Inhalt des heutigen Videos komme, möchte ich noch darauf hinweisen, dass ihr euch hier unter diesem Video einen kostenlosen Report zur Vorbereitung der Steuererklärung und eine Checkliste, natürlich ebenfalls gratis, aber speziell für Rentner, sichern könnt. Gesetzliche Änderungen zum 1.7.2022 betreffen natürlich auch die Rentner. Über die Rentenanpassung zum 1. Juli sind sicher alle informiert, denn es wurde ja dazu ausführlich berichtet. Hier sollte jeder seinen Bescheid prüfen und nachrechnen, ob die Anpassung auch wirklich korrekt berechnet wurde. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass über 100.000 Rentner durch die Rentenerhöhung erstmals steuerpflichtig werden. Bei der Witwen- und Witwerrente erhöhen sich ab 1.7.2022 die Freibeträge in der Einkommensanrechnung. Rentner mit Minijob und Mindestlohn müssen beachten, dass der Mindestlohn zum 1.7. von 9,82 € auf 10,45 € pro Stunde gestiegen ist. Um die Geringfügigkeitsgrenze nicht zu unterschreiten, muss die Arbeitszeit reduziert werden. Seit 1. Juli 2022 wird die Erklärung zur Grundsteuer fällig. Die Frist endet am 31. Oktober 2022. Die EEG-Umlage oder auch Ökostromumlage genannt, ist zum 1.7.2022 nach mehr als 20 Jahren weggefallen. Mein Rat: jeder sollte sich seinen Zählerstand zum 1.7. aufgeschrieben haben oder das jetzt noch ganz schnell nachholen und auch dem Energieversorger mitteilen. Das Mietspiegelgesetz trat am 1.7.2022 in Kraft. Ab Juli sind alle Mieter und Vermieter verpflichtet, Auskunft über Mietpreise zu geben. Mieter und Vermieter werden zufällig ausgewählt. Wer die Auskunft verweigert, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 5.000 € rechnen. Seit 1.7. sind die Corona-Tests nicht mehr kostenlos. Bisher konnte jeder Bürger einmal pro Woche sich in einem Testcenter kostenlos testen lassen. Jetzt ist der Test nur noch für bestimmte Risikogruppen gratis. Dazu zählen zum Beispiel Kinder unter 5 Jahre, Frauen zu Beginn der Schwangerschaft, Besucher von Kliniken und Pflegeheimen oder Haushaltsangehörige von Infizierten. Es gibt jetzt keine pfandfreien Flaschen mehr. Seit 1.7. wird auch auf Einweg-Plastikflaschen und Getränkedosen ein Pfand von 25 Cent erhoben. Aufgrund der Änderung des Verpackungsgesetzes müssen künftig auch Fruchtgetränke in Flaschen wie Orangensaft sowie alkoholische Mischgetränke recycelt werden. Davon sind nur Kunststoffflaschen mit Milch ausgeschlossen. Auch Tetrapaks bleiben weiterhin pfandfrei. Dann gibt es eine Preiserhöhung bei DHL. Durch den allgemeinen Anstieg der Transport-, Zustell- und Lohnkosten muss man für Sendungen ins In- und Ausland mit höheren Preisen rechnen. Die Ausweitung der Tabaksteuer bedeutet, dass sich ab Juli auch für Shisha-Tabak und Liquids für E-Zigaretten gilt. Dabei spielt es keine Rolle, ob im Tabak Nikotin enthalten ist oder nicht. Wie jedes Jahr steigt zum 1. Juli 2022 der Pfändungsfreibetrag ebenfalls an. Dieser liegt nun bei 1.330,16 € statt wie bisher 1.252,64 €. Als letzten Punkt für heute habe ich den Umtausch
alter Führerscheine. Bundesbürger, die zwischen 1953 und 1958 geboren sind und im Besitz eines vor 1999 ausgestellten Führerscheins sind, müssen diesen umtauschen. Ansonsten droht Verwarngeld. Ursprünglich war dies schon für Januar geplant. Pandemiebedingt wurde die Frist bis 19. Juli 2022 verlängert. Die Kosten des Umtauschs belaufen sich auf 25,50 Euro. Zur Beantragung des EU-Führerscheins müssen ein gültiger Personalausweis, der alte Führerschein sowie ein biometrisches Passbild mitgebracht werden. Eine Fahr- oder Gesundheitsprüfung werden nicht durchgeführt. Ich fasse noch mal kurz zusammen diese 12 Punkte. Also wir haben die Rentenanpassung zum 1.7.2022. Wir haben einen höheren Freibetrag bei der Einkommensanrechnung bei der Witwenrente. Dann ist der Mindestlohn erhöht worden auf 10,45 Euro. Die Abgabe der Grundsteuererklärung begann am 1.7. Die EEG-Umlage fällt am 1.7. weg. Dann trat das Mietspiegelgesetz in Kraft zum 1.7. Es gibt keine kostenlosen Corona-Tests mehr, keine pfandfreien Flaschen mehr ab 1.7. Dann haben wir die Preiserhöhung bei DHL, die Ausweitung der Tabaksteuer, der Pfändungsfreibetrag steigt und eben der letzte Punkt, Umtausch alter Führerscheine. Das waren heute meine wichtigen Informationen für euch. Fragen und Anregungen schreibt bitte unten in die Kommentare, wie immer. Alles Gute und bis zum nächsten Video wünscht euch Jutta Martin.